Oh nein! Herzlich willkommen in der Südsee. Kleiner Spaß, wir sind natürlich noch in Europa, genauer gesagt an der albanischen Riviera. Ich muss sagen, Albanien steht schon richtig lange auf meiner Bucketlist. Ich habe gehört, es soll ursprünglicher sein und auch ein bisschen weniger touristisch erschlossen als zum Beispiel Griechenland direkt hinter der Grenze. Ob das stimmt, das werden wir gemeinsam rausfinden. Aber jetzt erstmal volle Kraft voraus, Arthur. Yes. Poli, die Xamil-Inseln sind wirklich wunderschön. Was ist das Besondere an ihnen? Für uns ist es etwas Besonderes, weil es typisch für die schöne Landschaft hier ist, aber aufgrund des kommunistischen Systems komplett für den Tourismus verschlossen war. Als Kinder hatten wir keinen Zutritt. Heute sind die Inseln so beliebt und auch für uns ist es, als würden wir sie zum zweiten Mal entdecken, diesmal in echt. In dieser Region gibt es noch so viel Tradition, unsere albanische Kultur, wie sie vor der kommunistischen Zeit war. Vor 15 Jahren war das hier noch gar nicht für Touristen zugänglich. Kann man sich kaum vorstellen, wie das damals hier aussah, oder? Heute ist hier auch noch nicht viel los. Wenn man zum Beispiel vergleicht, wie dieser Ort hier aussehen würde, wäre der in Italien oder in Frankreich. Ich glaube, da hätten wir hier keinen Zentimeter Platz. Und vor allem nicht so klares Wasser. Das teste ich jetzt aus. Our hearts ablaze, and every city was a gift, and every skyline was like a kiss upon the lips, and I was making your wish, and every skyline, how big, how blue, how beautiful, how big, how blue, how beautiful. Das ist echt Wahnsinn. Links sind die Berge, rechts ist das Meer. Also wirklich, das ist das Perfekte aus zwei Welten. Und dieses Grün, also das habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich der absolute Hammer. Guck mal da oben. Ich hätte gerne ein paar Pfirsiche. Peaches? Das Danke finde ich hier ein bisschen kompliziert, aber ich versuch's mal. Falin min derit. Falin min derit. Falin min derit. Okay, bye bye. Bye bye. Was ist das denn? Mal keine Leute auf der Fahrbahn, sondern eine ganze Ziegenherde. Hey Mädels! Vorsicht, 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 Gegenverkehr, Geisterfahrer. Oh. Ja, ich passe ja schon auf. Oh, guck mal, wie der Hund die bewacht. Der ist quasi wie so ein Schülerlotse. Süß. Uvate mot
Nur eine gute Autostunde von Albaniens Küste entfernt liegt versteckt in den Bergen das malerische Gjirokastra. Hier bin ich mit Eni verabredet, der ist in der Stadt aufgewachsen. Also ganz ehrlich, Eni, so eine große Stadt habe ich hier gar nicht erwartet. Wie groß ist denn Gjirokastra? Ich würde sagen, Gjirokastra ist keine besonders große Stadt. Gjirokastra ist eine süße und freundliche Stadt. Wir sind so um die 20.000. Ah, okay. Looks bigger. Wirkt auf jeden Fall größer. Und die Altstadt ist sowas von süß. Ja, meine Lieblingsstadt in ganz Albanien. Um genau zu sein, auf dem ganzen Balkan. Einziger Nachteil, die ganzen Anstiege und Gefälle. Also wenn man Gjirokastra besucht, dann sollte man darauf vorbereitet sein. Man sollte also fit sein. Das hier ist das meist fotografierte Gebäude, das Sechseck. Es liegt genau im Zentrum des alten Basars. Hier ist auch Almas Souvenirladen, der erste in Gjirokastra. Sie hatte den Laden schon bevor der Tourismus hier begann. Hier gibt es noch eine kleine Besonderheit neben den ganzen Souvenirs. Der einzige verbliebene Brunnen, von denen es früher 7 auf dem Basar gab. Er ist über 400 Jahre alt, 17 Meter tief und 6 Meter hoch steht das Wasser. Wenn es viel regnet, dann steigt das Wasser höher. Wir haben ihn erst vor 7 Jahren gefunden, obwohl ich hier schon seit 34 Jahren arbeite. In diesem Laden hier finden wir ausschließlich handgefertigte Sachen, Trachten, alte Tischdecken. Diese werden alle von Frauen aus der Region genäht. Aber wie kann man bei all den Souvenirläden erkennen, was wirklich handgemacht ist und was nicht? Die handgefertigten findet man nur in 1 oder 2 Geschäften. Die anderen, die industriellen, findet man in allen anderen Geschäften. Und du wirst es selbst merken, wenn du sie anfasst. Da ist ein Unterschied zwischen den handgefertigten und den industriell gefertigten. Dieser Hut gehört zu einer regionalen Tracht. Es ist ein Frauenhut. Ah, ein Frauenhut. Okay. Sieht ein bisschen nach einer türkischen Tracht aus. Wir waren 500 Jahre lang unter türkischer Herrschaft. Also von ihnen ist auch ein bisschen was hängen geblieben. Eni, ich muss gestehen, dass ich nicht so viele Albaner kenne. Ich bin zum ersten Mal hier. Kannst du mir was über die albanische Mentalität erzählen? Wie sind die Leute so? Also, was ich wirklich hervorheben würde, was wir wirklich gut können, ist Gastfreundschaft. Wir nehmen dich mit nach Hause, auch wenn wir dich zum ersten Mal treffen. Wenn du in Not bist, helfen wir dir auf jeden Fall. Wir sind also sehr offen. Wir sind sehr emotional. Ganz anders als ihr Deutschen. Ich betreibe hier ein Reisebüro und die meisten meiner Kunden sind Deutsche. Ich weiß nie, ob sie glücklich sind oder nicht, weil sie ihre Gefühle nicht zeigen. Wir in Albanien sind ganz anders. Wir sind sehr offen. Man sieht sofort, ob uns etwas gefällt, ob wir es lieben oder ob wir es nicht mögen. Dann wirst du mit mir zufrieden sein, denn du kannst sehen, wann ich glücklich bin. Ich mag es, ein paar Wörter in fremden Sprachen zu lernen. Also sowas wie Danke, Hallo, Tschüss. Kannst du mir da was beibringen? Hallo ist ein langes Wort. Tunja Jeta. Okay, super. Ja? Aber du kannst auch die Kurzform nehmen. Shkemi. Das ist ein bisschen lockerer. Einfach Hi. Unsere Sprache ist wirklich kompliziert. Wenn man sich den Stammbaum der Sprachen anschaut, dann gibt es die slawischen, die lateinischen und einige andere. Wir sind aber ein völlig anderer Zweig, der kaum Verbindung zu anderen Sprachen hat. Faleminderit, danke, ganz genau. Das ist sogar für uns ein schwieriges Wort, aber du machst das super. Na und schon bin ich Albanisch-Profi. Jetzt gehen wir in die Burg, sozusagen zum Ursprung der Stadt. Dort, wo alles begann. Genau, der Kern von allem.
Wow. Jetzt sind wir so erschöpft, dass wir erstmal anhalten müssen, um die Aussicht auf das ganze Drinotal zu genießen. Jetzt können wir die Stadt von oben sehen und all die schönen Berge ringsrum. Wow. Ich mache mal ein Foto. Kannst du mir was über die Burg erzählen? Das genaue Jahr, in dem die Burg erbaut wurde, ist nicht bekannt. Aber das letzte Mal, dass sie im Besitz von Albanern war, das war, als die Familie Senevisci sie besaß, im 15. Jahrhundert. Dann kamen die Osmanen und eroberten die Burg. Damals hieß die Prinzessin hier Argiro. Und das ist eine der Hypothesen für den Namen der Stadt. Gjirokastra kommt von der Prinzessin Argiro. Es gibt auch noch andere Hypothesen, aber dies ist meine liebste. Nach allem, was du erzählt hast, hört es sich für mich so an, als wäre die albanische Geschichte eine Geschichte der Besetzung, richtig? In der Antike wurden wir zunächst Illyra genannt, dann wurden wir in Fürstentümer aufgeteilt. Im Jahr 1400 kamen dann die Osmanen und eroberten uns. 1912 erhielten wir die Unabhängigkeit. Dann kamen die Weltkriege und wir wurden zuerst von den Italienern überfallen und dann kamen die Deutschen, was sehr hart war. Nur kurz waren wir wieder frei und dann begann die kommunistische Diktatur unter Enver Hoxha, der auch aus dieser Stadt stammte. Und seit 1990 haben wir eine Demokratie, die sich immer positiver entwickelt. Perfekt. Also kürzer als jeder Wikipedia-Artikel. Dankeschön, thank you. Let's go. It's beautiful. Ach, das ist wirklich so schön hier. Diese Aussicht. Ja, die Aussicht. Und was ich von hier sehe, ist, dass ihr nicht nur Kirchen habt, sondern auch Moscheen. Du kannst alles von hier aus sehen. Dort ist die Moschee, dort die Kirche und auf der anderen Seite eine Tekke, die ebenfalls der islamischen Religion angehört, aber ein anderer Zweig ist. Wir waren früher Christen, aber während der osmanischen Zeit mussten wir konvertieren. Wenn man nicht konvertierte, musste man Steuern zahlen, also konvertierten viele Leute. Wir leben hier also eine religiöse Harmonie. Muslime, die Christen heiraten und umgekehrt, wir haben kein Problem damit. Das ist etwas, worauf wir stolz sind. Ja. Also kann es tatsächlich funktionieren. Es funktioniert absolut. Es spielt keine Rolle, woher du kommst, aus welchem Land du kommst, welcher Religion du angehörst. Am Ende des Tages sind wir alle Menschen. Wir sind gleich. Muscheln findet man hier auf jeder Speisekarte. Warum das so ist, das finde ich jetzt raus. Und zwar bin ich mit Daiko unterwegs, der nimmt mich mit zum Muschelfischen. Nicht wahr, Daiko? Ja. Perfekt. Daiko, seit wann bist du denn eigentlich Muschelfischer? Ich mache diese Muscheltouren hier in Butrint seit 8 Jahren. Aber seit ich 15 bin, komme ich hier raus zur Lagune und helfe beim Muschelfischen. Das war schon immer meine Leidenschaft. Diese Muschelreusen hier sind etwa 50 Jahre alt. Die wurden während der kommunistischen Ära gebaut. Dieses Netz ist schön voll. Darin haben wir vor Monaten den Muschelsamen gesetzt. Und jetzt sind sie schon so groß. Oh. Und was ist das für eine Muschel? Genau, das sind Miesmuscheln. Ich schätze mal, die werden wir jetzt essen, oder? So muss man die Muschel öffnen, hier an dem Schlitz. Und wie viele isst du von denen am Tag? Weißt du, ich mache am Tag einige Touren. Ich sag's mal so. Ich esse so viele, dass sie mir regelmäßig im Traum erscheinen. Aber trotzdem kann ich einfach nicht Stopp sagen.
Ich habe gar kein Problem damit, Stopp zu sagen bei Muscheln. Aber wenn du diese frische Muschel mit ein bisschen Zitrone und gutem Olivenöl probierst, dann wirst du nicht Stopp sagen wollen, sondern einfach nur Okay. Finish. Yummy. Yeah. Maroje, du hast ja den Guatren passato. Kauf, Ey, besser als jede Muschel, die ich jemals gegessen habe. Arcia. Das Wasser der Lagune kommt aus der Blue-Eye-Quelle, ein Süßwasser voller Mineralien und zu Teilen aus dem Meer. Deswegen ist der Geschmack nicht zu streng. Hast du auch ein Lieblingsrezept für Muscheln? Ich mag sie am liebsten frisch aus der Lagune, so wie wir sie gerade gegessen haben. Oder auch kurz angebraten. Ein Muschelfischer erkennt man an den Händen. Yes. You can From see that. incident here. Yes. Yeah. It's from muscles. Yeah. Ich könnte, glaube ich, nie Muschelfischer werden. Yeah. Thank you. You too. Good day. Willkommen im Sekate-Haus. Das sieht ja aus wie ein Schloss. Das liegt daran, dass zu Kriegszeiten sogar die Häuser mit Wachtürmen versehen waren, die hauptsächlich zum Schutz gebaut wurden. Wow. Wow, wie schön das ist. Und schau mal die Decke. Das ist das wichtigste Zimmer. Das sieht ein bisschen aus wie ein Berberzelt aus Marokko. Das Haus selbst stammt aus dem Jahr 1811 und war das Haus einer der wichtigsten Personen der damaligen Zeit, Bekir Seko, dem Finanzbeamten von Ali Pascha, von Tepelena, dem Herrscher der Region. Er schenkte ihm dieses Haus. Der Name Ali Pascha sagt mir was, aber wer war das nochmal genau? Ali Pascha war der Herrscher von Epirus, dem damaligen Vilayet von Ioannina, das an den südlichen Teil Albaniens und den nördlichen Teil Griechenlands grenzte. Er kontrollierte diesen Teil des Gebiets unter der Aufsicht des Sultans zu dieser Zeit, bis er sich gegen den Sultan stellte und er ihn tötete. Okay. Hello, welcome. Hallo, herzlich willkommen. Das ist unser hausgemachter Raki für euch beide. Grape is for you. Thank you. Danke, Georgi. Den äxt man übrigens nicht. Dann kann man es besser genießen. Gesuar. Vielen Dank, Edi. Thanks. Also mir persönlich ist er ein bisschen zu stark. Zurück an der Burg wartet schon Arla mit einer weiteren Entdeckung auf mich. Das hier ist also der Cold War Tunnel, ein Relikt aus dem Kalten Krieg. Herzlich willkommen. Ich hoffe, die Tour wird dir gefallen. Aber du kommst doch mit, oder? Aber na klar. Oh, sonst hätte ich Angst. Der Tunnel wurde Anfang der 70er Jahre gebaut, um im Falle eines Atomkriegs in Albanien die Mitglieder der Regierung unterzubringen. Die Kapazität des Tunnels betrug 200 Personen, die sich hier bis zu 3 Monate hätten verstecken können. 200? Ja, aber der Tunnel war nie in Benutzung. Der wurde nie benutzt? Ja, denn es kam ja nie zu einem Atomkrieg hier. Und meiner Meinung nach spiegelt der Tunnel nur die große Paranoia des Diktators wider. Er hatte Angst, dass jeder Albanien angreifen will, weil er mit der Sowjetunion gebrochen und keine Verbündeten mehr hatte. Und gerade hier in Gjirokastra hatte er Angst, dass Griechenland angreifen würde, weil wir mit Griechenland benachbart sind. Aber meiner Meinung nach war es reine Zeit- und Geldverschwendung. Damals war die Bevölkerung so arm und er hätte das ganze Geld lieber den Armen spenden können. Ah, ja, okay.
Das ist das Zimmer des Generalsekretärs, eines der wichtigsten Zimmer hier im Tunnel. Nur die wichtigsten Räume sind in dieser Farbe gestrichen. Das Grün hat keine besondere Bedeutung. Es ging nur darum, das Zimmer von den anderen Räumen abzugrenzen. Auf diese Weise würde sich der Generalsekretär wichtiger als die anderen fühlen. Okay, ist aber nicht gerade cozy, muss man sagen. It's not that cozy, right? Even with the color. Ja, sogar mit der Farbe. Der Generalsekretär sollte aber ein eigenes Zimmer bekommen, das er nicht mit den anderen teilen musste. Hier auf dem Foto ist der Diktator Enver Hoxha zu sehen. Er war 45 Jahre lang Diktator in Albanien. Er starb mit 76 Jahren an Diabetes. Also Ala, das hier ist bestimmt kein Klassenzimmer, oder? Nein, das hier war als Konferenzraum geplant. Es ist der größte Raum im ganzen Tunnel und hier hätte man täglich die Sitzungen abgehalten. Der ganze Tunnel ist übrigens 1 Kilometer lang. Die Temperatur hier beträgt immer 16 Grad. Es herrscht also das ganze Jahr über die gleiche Temperatur. Angenehm kühl im Sommer und ein bisschen milder als draußen im Winter. Okay. Das liegt daran, dass wir unter der Burg sind, oder? Ganz genau. Hier sind wir genau 80 Meter unter der Burg. Ich muss auch gestehen, mir wird es hier langsam ein bisschen kalt. Let's go outside und wir gehen schnell nochmal an die Oberfläche. Okay? Danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank, dass du mir alles gezeigt hast. Wir wissen schon, an der albanischen Küste, da werden Muscheln gegessen. Aber wie sieht es im Inland aus? Da gibt es traditionelles, ich würde sagen bodenständiges. Und was genau, das lerne ich heute. Und zwar bei Laurie in ihrem wunderschönen Garten. Hier betreibt sie auch eine Kochschule. Ja, und ich bin heute die Schülerin. Los geht's. Okay, Laurie, was kochen wir heute? Wir kochen heute 2 traditionelle Gerichte, die seit Jahrhunderten hier in Albanien zubereitet werden. Wir brauchen nur wenige Zutaten wie Eier, Mehl, Milch und Gewürze. Alle Zutaten kommen aus unserem Garten. Als erstes kochen wir Petanik. Das wird in 3 Schichten gebacken. Yes, I'm super curious. Da bin ich gespannt, aber das kriegen wir schon hin. Laurie, I never see something Sowas habe ich noch nie gesehen, dieses Teil, was ihr da aufs Feuer stellt. Was ist denn das? Wir nennen das Sač. Das sind alte Traktorräder, die ich noch von meiner Mutter vererbt bekommen habe. So etwas wird heute nicht mehr hergestellt. Das ist auf jeden Fall Grillen. XXL oder Extreme, auf jeden Fall mit dem Feuer. Noch eine Schüssel Mehl, was machen wir damit? Petula. Und wie heißt das andere nochmal? Petanik. Of course. Ah ja, natürlich. Okay, Petula. Ich orientiere mich dabei am Rezept meiner Großmutter, aber ergänze meinen eigenen kleinen Twist. It's much better to start by hand. Okay. Kräuterig schmeckt das. Und der Ziegenkäse, nee, Schafskäse ist es, der kommt sehr gut raus.
Genauso habe ich mir das Kochen auf dem Land hier wirklich vorgestellt in Albanien. Alle zusammen, ganz viele frische Zutaten und einfach lecker. Thank you. Thank you. Nach dieser urigen Erfahrung in Loris Garten geht's nochmal zurück an die Küste. Da soll es eines der süßesten Dörfchen geben, die Albaniens Süden zu bieten hat. Nonda, du bist hier in Keparo aufgewachsen. Was ist das Besondere an dem Dorf? Alles ist Bio, angefangen bei den Lebensmitteln. Sogar das Wasser, denn wir haben unsere eigenen Quellen. Wir müssen kein Wasser kaufen. Auch kaum Lebensmittel, denn wir sind immer noch Bauern. Wir haben immer noch Tiere. Und das Dorf ist einfach sehr schön. Heißt das, wenn man hier als Tourist herkommt, dann trifft man auf viele Einheimische? Genau. Und die Einheimischen sind freundlich, sehr freundlich. Und sie mögen die Touristen. Sie freuen sich, wenn sie herkommen. Selbst wenn du ganz allein bist. Sie werden dich mit offenen Armen empfangen. Und weißt du was? Ich finde es hier sogar schöner als in der Toskana. Wie schön. Weißt du, als meine Großmutter ein junges Mädchen war, 16 Jahre alt, arbeitete sie auf diesem Feld da unten mit anderen Jugendlichen aus dem Dorf. Du kannst dir vorstellen, dass es eine harte Zeit war. Aber heute erfreuen wir uns an diesen ganzen Bäumen, die sie damals gepflanzt haben. Das Dorf sieht sehr alt aus. Stammt es aus dem Mittelalter? Ja, die Bebauung begann vor rund 1000 Jahren. Und das letzte Haus wurde vor 100 Jahren gebaut. Und dann hat man aufgehört, weil Keparo heute unter dem Schutz der UNESCO steht. Die UNESCO schützt also das ganze Dorf. Man kann hier kein neues Haus bauen. Das ist eine super interessante Geschichte. Danke, dass du sie mit mir geteilt hast. Das Schöne ist, finde ich, hier an der Riviera findet man überall diese tollen Strände mit dem türkisblauen Wasser. Und wenn man Glück hat, dann ist man da sogar fast alleine. Albanien, was für ein Geheimtipp. Noch muss man sagen, das, was mir versprochen wurde, das Ursprüngliche, das findet man hier buchstäblich hinter jeder Kurve. Aber man merkt jetzt schon, die Riviera macht sich bereit für den Tourismus aller Art. Vielleicht kommen Sie ja auch bald hierher und genießen diese atemberaubend schöne Landschaft. Bis dahin sage ich Tschüss oder wie man hier sagt, Miro Pavcin.